Liebe Purple Family, ich sitze heute vor euch und ich würde lügen, wenn es nicht ein sehr spezieller Tag für mich ist, emotional, ja, wie so in den letzten Wochen der Prozess gelaufen ist und wie ich mich halt gerade fühle. Es ist ein Mix aus schon ein bisschen Traurigkeit, aber mehr Wehmut, vor allem aber auch Stolz, Vorfreude und Dankbarkeit für das, was jetzt noch kommt und für das, was ich erlebt habe. Und um vielleicht gleich auf den Punkt zu kommen, ich und dieses Trikot wird nächstes Jahr nicht mehr an die Sideline der Galaxy zurückkehren. Wir haben eine Entscheidung getroffen, eine gute Entscheidung mit dem Ownership, mit dem GM Erik, nach langen Jahren eine Freundschaft verbinde, der mit mir hier das auch von Anfang an mit aufgebaut habe. Ich habe viel mit meiner Familie gesprochen, die sehr wichtig ist. Und wir haben einfach entschieden, ein neues Kapitel anzugehen. Das heißt, mein lila Weg wird nicht enden, aber um 'n neues Kapitel aufzumachen, muss man 'n altes beenden. Und das ist halt jetzt der Weg, den wir gehen, dass ich als Head Coach und als Coach der Galaxy zurücktrete. Ich Es ist schwer für mich wirklich darzustellen, was es mir bedeutet hat. Es war ein ganz besonderer Weg, den ich hier gehen durfte, als Trainer angefangen. Und ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben und habe alles reingepackt, was ich hatte, hier eine Werte reinzubringen, eine Identität reinzubringen, BGA, glaube für was, arbeite dafür, wie es nur geht, um was zu erreichen und was wir erreicht haben in den 10 Jahren, als Universe, als Galaxy mit vielen Erfolgen, German Bowl Teilnahme, ELF Championship, aber auch harten Niederlagen. Ja, war einfach eine der großartigsten Erfahrungen meines Lebens. Ich möchte mich auf dem Weg einfach bei allen Helfern von Universe und Galaxy bedanken, die mich so eng begleitet haben, die mich unterstützt haben, wo ich auch weiß, dass viele mit mir ein sehr enges Verhältnis haben und da auch vieles für mich gemacht haben, wie sehr ihr mich unterstützt habt. Ihr wisst, wen ich meine, wenn ich das hier sage. Ohne euch ist das hier alles nicht möglich, auch in Zukunft nicht. Und ich hoffe, dass wir noch viele schöne Jahre erleben. Aber danke ganz persönlich für alle Arbeit, die ihr reingesteckt habt, für euer Investment an Zeit, auch finanziell oder mit irgendwelchen Sachen, wo ihr uns einfach unterstützt habt in allen möglichen Bereichen. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte mich bei allen Coaches bedanken, die mit mir gecoacht haben, die unter meiner Führung gecoacht haben. Es war immer besonders, dass wir als fast einziges Homegrown-Coaching-Team so ein bisschen den Amis und den Vollzeit-Coaches das Leben schwer gemacht haben und wir haben einen richtig guten Job gemacht. Ich danke für die Unterstützung, dass ihr den Weg, den ich eingeschlagen habe, mitgegangen seid, dass ihr alles getan habt in eurer Kraft, um dieses Ding hier am Laufen zu lassen, weil durch meinen Job als Polizist habe ich nicht die Zeit oder hatte nie die Zeit, als Vollzeit richtig zu wirken und ich brauchte jeden einzelnen von euch. Und ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis über unsere Jahre war, dass wir gute Charaktere reingebracht haben, die gute Coaches waren und die einfach, glaube ich, eine kleine Erfolgsstory hier geschrieben haben, wo wir alle stolz drauf sein können. Und daher vielen, vielen Dank an alle Coaches, die kurz da waren, die lang da waren, aber natürlich an meine treuen Wegbegleiter von fast Tag 1. Auch die Reise werde ich nie vergessen. Danke, danke an alle Spieler. Coach zu sein, als Head Coach oder DC Coach zu sein, das kann man nicht beschreiben, was es für ein Gefühl ist, eine Truppe anzuführen, eine Truppe versuchen zusammenzubringen, einen Weg vorzugeben, eine Identität und dann auch noch so eine Truppe zu haben, die einem folgt, die mit einem überragende Erlebnisse ja, zusammenschafft, die durch Niederlagen geht, wie bei allen anderen auch, die das zusammenschweißt. Ich werde diese Bilder in meinem Kopf, egal ob Sieg oder Niederlage, nicht vergessen, weil darum geht es nicht, sondern es geht um den Weg, um die Gemeinschaft, um das Vertrauen, was man einem entgegenbringt, was ich ja merke, wie viele gute Kontakte ich noch zu Spielern habe, wie viele Freundschaften auch daraus resultiert sind, weil man einfach seine Zeit für was Gemeinsames geopfert hat und einfach einen ganz besonderen Weg gegangen ist. Ich danke an alle, die ihren Körper für mich hingehalten haben, die gefolgt sind, die an das geglaubt haben und wir einfach eine überragende Zeit hier bei Galaxy hatten. Vielen lieben Dank. Und als guter Letzt natürlich an die Fans. Ihr seid der Motor dieser Franchise, das werdet ihr immer bleiben. Diese Energie, die ihr auf den Tribünen habt, das ist unser Benzin, das ist was ganz Besonderes.
egal in welchem Stadion wir spielen, hier in der PSD Bank, wenn ihr dabei seid und diese Stimmung macht, es gibt kaum, für mich gibt es kein anderes Stadion, was so eine Energie auslösen kann. Und das passt so gut zu unserer Franchise, weil wir leben davon und wir haben so viele Spiele hier erlebt, wo dieser Funken übergesprungen ist und wir haben so viele Erfolge gehabt. Das ist einzigartig und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viele dieser Feste feiern. Wir brauchen euch. Ich hoffe, ihr kommt zahlreicher denn je. Denn wie gesagt, der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Es ist jetzt nur ein Abschnitt für mich, der endet, aber das aus gutem Grund. Als letztes will ich noch meiner Frau danken. Ich habe bei einer Dankesrede vergessen, ihr zu danken. Das kriege ich bis heute zu Recht vorgeworfen, aber danke, dass du das mitgetragen hast. Viele haben mich immer gefragt, wie wir das hinkriegen, aber du hast mir immer den Rücken gestärkt, du hast nie gejammert, du hast mir Halt gegeben, wenn es schwer war, wenn man Nächte nicht geschlafen hat, weil es vielleicht nicht gut lief oder Entscheidungen anstanden, wenn der Druck da war. Ohne dich hätte ich diese Reise nicht machen können und hätte diese Erlebnisse nie irgendwie in mein Leben packen können. Und deswegen vielen lieben Dank, Jesker Sirumem Sernejan, und auf eine schöne Zukunft mit mehr Zeit mit mir und unserer kleinen Tochter. Warum kommt dieser Schritt? Wir hatten Optionen und danke an Erik, an Ownership und allem. Wir hatten gute Gespräche und ich habe immer gesagt, wenn ich das Gefühl habe, dass die Zeit von mir als hauptberuflich Polizist irgendwann vielleicht dem Erfolg im Wege steht, dann mache ich mir Gedanken und so ist es. Weil es geht nicht um mich, es geht um alle. Es geht um alle Leute, die hier arbeiten im Office, alle Leute, die ich eben erzählt habe, die hieran beteiligt sind, an euch Fans. Es geht darum, das Maximum hier rauszuholen. Und der Punkt ist einfach, oder ich glaube, wir sind an einen Punkt gekommen, dass wir professioneller werden müssen. Es ist mit meinem Berufsstand nicht möglich, weil es da keine Änderung geben wird. Und wir haben jetzt gemeinsam entschieden, dass wir uns professionalisieren, dass wir Vollzeit-Coaches holen, zumindest als Head-Coach und auf den Coordinator-Positionen. Was, glaube ich, auch richtig ist, um die Spieler auf ein anderes Level zu heben, um sie weiterzuentwickeln und einfach mal wieder was Neues zu erlernen. Ich meine, Wechsel ist auch immer eine Chance, um sich auf ein anderes Level zu heben, um sich weiterzuentwickeln, wie gesagt. Und das wollen wir jetzt machen und dahinter stehe ich 100%. Und dann kommen wir jetzt zu dem neuen Kapitel, was aufgeht. Ich werde ab diesen Tage heute neuer sportlicher Leiter der Frankfurt Galaxy. Das heißt, vieles, was ich in all den Jahren gemacht habe, mit Kaderzusammenstellung, Entscheidungen, wer die Coaches sind, im sportlichen Bereich mit den Leuten zusammenarbeiten, werde ich jetzt noch viel stärker und intensiver machen können, weil ich jetzt einfach diese 150 Spielzüge pro Tag nicht mehr aufzeichnen muss in der Woche und einfach von innen heraus, glaube ich, der Franchise ein bisschen mehr geben kann, als jetzt nur Trainer auf dem Feld zu sein. Das ist mittelfristig, langfristig, glaube ich, genau der richtige Schritt. Das war auch ein Prozess, der sich über Jahre in mir so geregt hat, wo ich mal die Idee hatte, was irgendwann kommt, wenn Coaching nicht mehr ist. Und ich bin dankbar, dass mir die Galaxy diese Chance gibt. Und ich freue mich, dass ich wieder enger mit Erik zusammenarbeiten kann, mit dem Office und wie gesagt, den ganzen Leuten, die von außen so viel Kraft hier reintragen. Und deswegen freue ich mich auf das, was in der Zukunft ist. Wir werden mit viel Kraft angreifen. Galaxy gehört nicht in eine 4-8-Season, sondern wir wollen wieder in die Playoffs, wir wollen hoch. Und da werde ich meine ganze Energie darauf reinpacken, dass wir einen Kader zusammenstellen, dass wir eine Struktur schaffen, die von oben nach unten Spieler auch anzieht, damit sie gerne in Frankfurt sind, weil das höre ich ja auch immer wieder, das ist ein spezieller Platz, auch für Spieler. Und das werden wir weiterführen, das werden wir fortführen. Und deswegen ist, glaube ich, ja, alles hat seine Zeit und das ist jetzt die Zeit, diesen Schritt zu gehen. In unseren Gesprächen über die Saison haben wir so ein bisschen das Thema Galaxy Reloaded aufgemacht. Ich teaser jetzt ein bisschen was, das wird unser Slogan für die Zukunft. Ich sage aber noch nicht, es werden jetzt einige Meldungen kommen, die, glaube ich, diese Worte, die ich gerade wähle, mit Leben einfüllen. Die Coaches werden dann irgendwann natürlich announced, aber es geht um viel mehr von der Struktur und was wir in der Offseason machen, dass wir uns professionalisieren wollen, dass wir vielleicht dieses kleine Gap zu den Top-Teams, die schon mit viel mehr Hauptverantwortlichen bzw. Vollzeitbeschäftigten arbeiten, dass wir das schließen können und da sind wir auf einem super Weg. Wir haben jetzt schon Leute installiert, die, glaube ich, einen richtig guten Namen haben und unser Team auch rund um die Uhr bzw. 12 Monate im Jahr verbessern werden. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und ich sage nur, ich freue mich auf die nächste Saison. Ich freue mich weiterhin in eure Gesichter zu blicken. Ich freue mich weiterhin Teil davon zu sein. Und ja, Galaxy Reloaded 2025 ist gestartet. Let's go, go Galaxy. Vielen Dank.